Ja, kommen wir. Hallo. Erstmal Sachen looten hier. Plastiktara. Ach so. Ich ganz so dumm. Plastiktara, was ist das? Aber das ist ja der Pfand hier. Pfandflasche gefunden. Oh, hier auch. Hä, wo komme ich denn dann da raus? Komm gleich zu dir, Cindy. Wenn du wahrscheinlich eh nicht reden willst. Ja. Über dir flattern Planen im Wind. Vergessene Hämmer und Nägel verrosten. Das Schloss ist verrostet. Es lässt sich nicht öffnen. Hallo, Cindy. Ooh, the piggies have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Wir haben uns weiterentwickelt. Das nennt man Evolution. Yeah, I can see that. Cool mutations. Sie verschränkt ihre Arme. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Ist das Schweröl? Red-dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. Oh. Ups. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. She really did it. She's proud of it too. Die Dämpfe sind aber nicht gut für deine Gesundheit. Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Na gut, bis später, Cindy. Wo kommen wir jetzt hier rein? Verlauf mich noch in dem Gebäude. Oha. Was ist das? Unter dem Gitter huschen hunderte kleiner Füße umher. Die Ratten der Stadt. Hier hat jemand geschlafen, vor kurzem. Oh, die Putzfrau bestimmt, ne? Hat sie doch gesagt. Genug Kohle für mehrere Winter. Sie riecht nach Chemikalien. Ach Mann, und die arme Frau pennt hier. Eine Hose. Burlom. Für den Mann. Oh! 5 Real. Ja, krass. Nächste Nacht ist bezahlt. Die Hose. Ach, mit der Elektrochemie, das finde ich jetzt eigentlich eh nicht so hilfreich. Ich will nur mal kurz gucken, wie es aussieht. Oh, okay, ganz normal. Ich dachte, das wäre eine kurze Hose. Weil die sehen alle so aus in der Vorschau. Gewandtheit -2. Boah. Ja. Wenn wir nochmal irgendwo runterspringen müssen, dann können wir ja das wieder ausziehen. Wie viel Geld wir einfach gefunden haben. Indem wir uns alles angucken. So. Hier geht's wahrscheinlich dann bei der roten Tür raus. Also da an dem Steg, würde ich vermuten. Ach, wir sollen ja für sie hier nachgucken. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. Diese Wohnung sollte eigentlich leer stehen. Sind Sie eingebrochen? Excuse me? Of course not. Scare them. Suspected of some big crime. Okay. There's no sweet talking your way in there. Be official. Wenn ich einen Einbruch vermute, benötige ich keinen Durchsuchungsbefehl. Oh, come on.
Es folgt eine kurze Pause, ehe die Tür aufgeschlossen wird. That was smart. Was? Sagt der Lieutenant und deutet mit einem Nicken auf die nun unverschlossene Tür. Guten Tag. Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Eine Packung Tabletten ragt aus der Schachtel. Du solltest sie nehmen. Hypnogamma. Okay. Alter, ich habe so viel. Scheint eine gute Matratze zu sein. Mach dich nicht lächerlich. Du kannst hören, dass es in ihr von Insekten wimmelt. Oh. +1 auf indirekte Methoden der Besteuerung. Ja, warum nicht? Die ziehen wir mal an. Schick. The luxury of fine things. Just look at those black monk straps. After spending an entire day hustling, who's to say that you didn't deserve a pair of ridiculously expensive shoes on your tired feet? Du hast recht. Schöne Dinge machen Menschen glücklich. Beautiful things give you a rush. It's power. Crafting your style, draping your flesh in silk and leather, deciding how to present yourself to the world. Remember, when they come to take it away from you, you worked for those shoes. Whether you like it or not, wearing these shoes has made you more liberal. Ultra liberal. Ich vereine einfach alle politischen Ideologien auf einmal in mir. Das ist, Satisfied? My name is Marielle Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates. I am not breaking in, as I have every right to be here. The keys, see? die macht mir Angst. Sie klimpert mit einem Schlüsselbund, den sie in der Hand hält. Boy, there are a lot of different keys there. More than 20 at least. Her voice is really cheerful, despite her obviously hating you. Das ist normal bei Immobilienmaklern. Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Sie tastet in ihrer Geldbörse herum und fischt einen leichten, in Papier eingeschlagenen Pass heraus. Ich will Ihren Ausweis nicht sehen, ich muss Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Very well, but please make it quick. I need to be back in La Delta in an hour. Was machen Sie hier? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Also sowas würde ich ja nie machen. Mit Hotelzimmern oder so. Unerhört. Wer hat denn hier gewohnt? It was some kind of a moribund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. Sie hält inne, zögert. But that was months ago. Anyway, was there anything you wanted, or is that it? I'm in a hurry. Wer hat in der zwangsvollstreckten Wohnung am Ende des Ganges gewohnt? Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... And again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. So preppy. She's probably on some low-grade performance enhancers, like Preptide or Pericanine. A hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. Um so viel Geld kann es doch nicht gegangen sein. Diese Wohnungen sehen ziemlich heruntergekommen aus. These apartments are perfectly fine. They have gorgeous architecture, a million-real view of the bay, good ventilation, neighbors, life, spark, and they are affordable. Gute Belüftung heißt zum Beispiel schlecht isoliert. I'll tell you, Martinez has a future. In a few years, it's going to blossom with artists and creatives and those radio computer wizards. It's as if they're real wizards, able to resurrect dead real estate and breathe life into bank accounts.
Mein Geld ist auch verschwunden, glaube ich. Well, it does not disappear from my hands. No, I don't let it. Okay, Moment. Was ist denn mit der Wand passiert? Don't ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now unrentable. Both. Ich glaube, das hält euch nicht davon ab, das trotzdem zu vermieten, oder? Sie schüttelt immer noch den Kopf. Ihre manikürten Hände sind nun vor der Brust verschränkt. Das wäre alles, danke. Of course. Antwortet sie lächelnd, aber ihr Blick bleibt abwesend. Sie hat darauf gewartet, dass du verschwindest. Ja, ich habe auch alles hier drin, was ich wollte. Jetzt können wir ihr sagen, dass alles okay ist. Give me a moment. In Wohnung 10 habe ich keine Anhänger der Gegenkultur angetroffen, nur eine Immobilienmaklerin, die damit beschäftigt war, das Zimmer für neue Mieter vorzubereiten. I see. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Es kommt niemand. Es wird nichts als moralische Verkommenheit herrschen, wenn wir nicht anfangen, Immobilienmakler zu töten. We won't be killing anyone. And you shouldn't say things like that. You're a police officer. There's been enough killing. I've seen it. Es war nur ein Witz. She's seen it and known those who have been killed. Alles klar, Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Erledigt, jawohl. Kleiner Nebenauftrag. Frage mich. Aber hier kommt man nicht rein, oder was? Aber ich sehe da doch etwas. Okay, dann gehen wir jetzt auf den Balkon. Und jetzt zu Wohnungstür 28. Wir auch direkt wissen können. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Number 28. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Let's see if anyone's home. Knock on the door. Ich klopfe. No one answers. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the evening. Wir haben noch Abend. Er sieht sich um und saugt die kalte Frühlingsluft ein. We should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Aber warum denn nicht dann heute um 21 Uhr? Ich verstehe nicht ganz. The smoker on the balcony. This is why we are here, right? He might know something about the murder. So tomorrow 9 p.m.? Suddenly, he's a little worried about your memory. Okay, dann halt morgen um 21 Uhr. Tomorrow 9 p.m. right here. Apartment number 28. Good, let's go. Ja, aber dann bist du vielleicht weg mit der Leiche. Damn. Turns out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Don't worry. You'll get him. Okay. Kim, ich wollte dich aber dann morgen Abend wegschicken mit der Leiche. Verstehst du? Ich gehe jetzt einmal durch den anderen Ausgang raus, nur um sicher zu gehen, dass wir da nichts verpassen. Ich vermute mal, wir kommen dann einfach da am Steg raus. Am Steg, am Pier. Ja. Das ist sehr befriedigend, das alles so aufzudecken. Steht da wirklich, dass ich jetzt morgen dahin muss? Suche Wohnung 28 nach... Nee, 21 Uhr. Also kann ich das auch heute machen, oder?
Gucken wir auch mal durch. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Ich muss das bezahlen. Na toll. Your money disappears into the coin slot. A clunk, the ring of metal. Ich ziehe am Griff und sehe hinein. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry, different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. Ich drehe am Knopf, um das Bild schärfer zu stellen. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible. A half-sunken sea fort. Its concrete almost reconquered by nature. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing but a rotten tooth remains of the anti-aircraft tower. A lonely birch tree grows out of it. Its leaves ripped from it by the winter wind. Da sind die Ruinen irgendeines Gebäudes. Really? I don't have the eyesight to make it out. Der Lieutenant nimmt seine Brille ab und putzt die Gläser. Lass dich nicht unterkriegen, Kleine. The little brave birch tree seems to wave back in the wind. Ach so, die Birke, ja. Dann müsste ich hier was anderes sehen können, wahrscheinlich. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Armes kleines Fernrohr. Ich tätschele es. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. Oh. Vandalismus, ich schüttel den Kopf. Probably some kids. Der Lieutenant untersucht den verschandelten Schlitz. A simple but clever solution to ruin in a coin-operated viewer. It took ingenuity. Ja gut, wenn ich jetzt hineinsehe, sehe ich aber wahrscheinlich nichts. Versuch's mal. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onug, written on the other side, with N and C scribbled backwards. Kuno natürlich. Ich fokussiere das Blickfeld auf den Hintergrund. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts. Lanky, weather-worn wooden planks. An X-shaped cross topping its tower. The church looks old and weather-worn. There are no lights in the windows. Around the large wooden building, you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. Oh, ein kleines Zelt. Ist das vielleicht von dem Kryptozoologen? Den werden wir vielleicht am nächsten Tag dann treffen können, wenn die Schleuse wieder läuft. Okay. Wer ist das? There, working class drunk. You know what this means, right? Fall gelöst. Cracked it. All in a good day's work. Moment, was genau habe ich aufgeklärt? What do you mean, what did I crack? Look at how working class that drunk is. Es ist Ihr Mann, Ihr vermisster Ehemann. Yes, and you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Nein, ich muss damit aufhören mit der Frau. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich mache mich bloß lächerlich. Do marriages make any sense? Does honor? You're not a filthy philosopher. You're an officer of law. It's time to ace this case and not brood over your reputation. We can deal with the perception management later. Ja, aber kann ich dadurch jetzt einen Gedanken freischalten? Weil den möchte ich natürlich haben. Ja, mit dem Champagner. There's no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found right now. Nein, ich will nicht. Das ist sehr unangenehm. Hallo?
Ja, die kriegen gleich noch ihre Kugel zurück. The sight of bullet holes stirs something in you, making you forget the lieutenant's surname. Ich sehe zuerst genauer hin. The faded marks are too degraded to draw any forensic conclusions. Just chips in the sandstone. Wahrscheinlich auch noch von der Revolution, oder? Kim, schauen Sie mal, Einschusslöcher. Where? Ich zeige auf die Löcher in der Mauer. Jemand wurde erschossen. Wir sind Polizisten. Wir sollten uns darum kümmern. There? Those are old. Ach, meinen Sie aus der Revolutionszeit? Yes, the one that happened half a century ago. Those bullets were fired during the revolution and do not warrant an investigation by officers of civil law. Okay, was können Sie mir über diese Revolution erzählen? Not much. I don't have a fresh perspective on it. Shall we go? Ja, aber danke für die Erfahrungspunkte.